In dem Seminar geht es um Inklusion, Umgang mit Heterogenität im Englischunterricht. Das heißt, wir versuchen Studierenden die Realität an Schulen, den Umgang mit Heterogenität näher zu bringen, sie mit Praxismethoden vertraut zu machen, ihnen das theoretische Grundgerüst mit auf den Weg zu geben, unter Unterstützung digitaler Medien den Studierenden den Weg in die Praxis zu ebnen. Wir benutzten dabei ein Mastery Learning Konzept. Das heißt, die Studierenden haben sich vor der Präsenzsitzung darauf vorbereitet, anhand von Materialien und Aktivitäten, die im Moodle aufbereitet würden. Und die Studierenden konnten anhand von diesen Materialien und Aktivitäten selbst einen Fokus auswählen und sie können auch selbst entscheiden, inwiefern sie sich vorbereiten wollten. Und sie haben mittels geschlossener Aufgaben sofort eine Rückmeldung bekommen, inwiefern sie den Stoff verstanden haben. Und dann könnten wir im Unterricht uns damit weiter auseinandersetzen. Wir haben verschiedene digitale Tools genutzt. Wichtig ist in dem Seminar, dass wir die Tools immer zusammen, im Zusammenspiel denken. Das heißt, für uns geht es darum, dass wir einerseits überlegen, welche Tools können im Unterricht später nützlich sein, um den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu bestimmten Materialien zu ermöglichen. Und im Sinne dieses pädagogischen Doppeldeckers versuchen wir im Seminar diese Methoden eben auch für die Studierenden als Lehrmethoden umzusetzen. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen internetbasierten Tools, einem Videokonferenzsystem beispielsweise, wo wir uns mit unserer Campusschule in Jesteburg vernetzen. Wir versuchen durch verschiedene digitale Medien die Realität in der Schule abzubilden und gleichzeitig als Lehrmethoden im Seminar nutzbar zu machen. Mit der Campusschule haben wir das so gehandhabt, dass die Studierenden mittels dieses Videokonferenzsystems erstmals virtuell an einem Unterricht teilnehmen könnten, indem sie erstmals hospitiert haben. Wir haben den Unterricht beobachten und kommentieren können, ohne dass wir den Unterricht gestört haben. Aber was wir dann anschließend machen könnten, war eben, dass wir selber den Unterricht vorbereiten könnten. Die Lehrkraft hat das umgesetzt und wir haben zugeschaltet. Und dabei könnten wir uns auch unterhalten und kommentieren, was die Lehrkraft umgesetzt hat und wie es bei den Schülerinnen und Schülern ankam. Ohne den Unterricht wieder zu stören, aber das war auch im Sinne einer Praxisannäherung, dass die Studierenden die Möglichkeit hatten, Unterricht zu gestalten, aber das nicht wirklich umsetzen zu müssen. Und das ist so ein geschützter Raum denn für sie. Und die Studierenden haben auch gesagt, das war für sie sehr, sehr hilfreich zu sehen, wie ihre Ideen umgesetzt würden. Das Besondere war einmal das Thema, was es beinhaltet hat. Dann die Umsetzung, also wir konnten ja ein Online-Modul machen über Moodle. Also man konnte seine Interessen wirklich mal selber verfolgen und dazu wurden Materialien bereitgestellt, die aber nicht nur Texte waren, sondern auch Videos und Spiele dazu, wo man so ein bisschen spielerisch sein Gelerntes überprüfen konnte. Ich fand das Seminar unglaublich spannend, alleine weil es so viele Themen beinhaltet hat, die häufig angesprochen werden sollten, aber manchmal leider vernachlässigt werden. Die ganzen Probleme, die Kinder mit in die Schule bringen, die kann man als Lehrer häufig nicht unbedingt immer so beantworten, wie man es gerne möchte. Man braucht irgendwelche Hilfsmittel und die haben wir in diesem Seminar definitiv bekommen, einfach damit wir uns wohlfühlen als Lehrer in einer großen Klasse.